Als Blechbläser hat man oft keine Berührungspunkte mit dem freien Spiel. Da musst du schon eine Big Band spielen oder dein Trompetenlehrer kommt aus dem Bereich Jazz oder Big Band und dann hat man natürlich hier auch Berührungspunkte. Aber wenn du traditionell beginnst, in der Blaskapelle, beim klassischen Lehrer etc. pp., dann kann es sein, dass man eben überhaupt keine Berührungspunkte hat und ein Start eben in dieses freie Spiel sehr schwer fällt. Was kann ich also machen, um eben da die ersten Töne frei zu spielen? Man nimmt sich eine Skala, die immer ganz gut klingt, ne? Zum Beispiel Pentatonik auf B. Da haben wir die Töne B, C, D, F, G. Und wenn ich die Töne spiele, dann kann ich schon die Skala hoch und runter spielen, ein paar Ausweichtöne nach unten. Also diese Töne B, C, D, F, G einfach über die Oktaven verteilen. Und wenn ich nur die Skala einmal hoch und wieder runter spiele, auch das klingt schon gut. Und jetzt habt ihr gemerkt, ich habe bei den Tönen C auf D auch das Cis noch mit eingebaut. So eine genannte kleine Blue Note, so ein Leitton, das uns zum gewissen Ton bringt und eben wieder nach unten das Ganze. Und schon hat man so ein bisschen so ein Feeling, es klingt wie, ja, frei improvisiert, es klingt so ein bisschen jazzig. Und das sind eben die ersten Schritte, die ich machen kann, um eben freier zu spielen. Ich habe normalerweise immer meinen Notentext, an dem kann ich mich festhalten. Ich kann spielen, was da steht. Aber sobald ich mal möchte, klangvoll frei zu spielen, ohne dass ich daheim jetzt meine Übungen vom Blatt da spiele, hoch und runter, sondern einfach mal den ersten Schritt ins freie Spielen gehen, dann kann ich mir immer die Pentatonik nehmen. Und da müsst ihr aufpassen, es sind immer die ersten 3 Töne, Beispiel C, D, E, F wird übersprungen, G, A. Das heißt, ich habe die Töne 1, 2, 3, 5, 6. Und jetzt kann ich da natürlich auch so kleine Schleiftöne einbauen, wie gerade eben schon. Dieser Leitton eben zum 6. Ton hin. Das wäre bei unserer Skala jetzt von C, D, E, G. Und jetzt Ass auf A. Klingt schon so ein bisschen bluesig. Na, und letztendlich kann ich hier meine ersten Schritte gehen. Und darauf kommt es eben an, dass ich eben höre und versuche, Töne zu finden, die sich in der Skala noch anbieten. Was für Töne kann ich noch dazu nehmen? Beziehungsweise, welche Töne nimmst du dazu und merkst, oha, die klingen ja gar nicht gut. Okay, aber du hast schon wieder einen Schritt mehr gelernt. Den Ton lasse ich bei der Skala einfach aus. Und so kannst du jetzt auch mehrere Skalen verbinden. Du startest zum Beispiel auf der Skala C, D, E, G, A mit dem Ass eben noch dabei und da spielst du ein bisschen hin und her, gehst in die tiefe Lage, gehst in die höhere Lage. Und dann switchst du um und spielst eben die Skala auf B. Wunderbar. Und dann suchst du dir noch die Skala auf G und eventuell noch die Skala auf F. Und so hast du immer mehr Töne, die du nebeneinander stellst, immer mehr Skalen, die du nebeneinander baust, wo du eben merkst, während du frei spielst, die passen ganz gut zusammen. Die passen nicht so gut zusammen. Wenn ich von C zu G will, klingt es ganz gut. Wenn ich vorher noch die Skala auf F einbaue oder auf G, dann switche ich rüber auf F, gehe auf G zurück und gehe wieder auf C. Also du hast hier freies Spiel. Wichtig ist nur, dass du keine Angst hast, in dieses freie Spiel zu starten. Hör immer gut hin. Wie klingt das denn, was du da machst? Klingt die Kombination gut? Behalte sie bei, Pause beim nächsten Mal aus. Beziehungsweise, wenn es eben nicht geklappt hat und sich nicht so gut angehört hat, dann lass den Ton einfach beim nächsten Mal aus. Nimm eine andere Skala, verbinde die beiden und du kommst ins Improvisieren. Und das ist der erste Schritt, der uns eben diese Blockaden abbaut. Such dir eine Skala, hör hin, wie die Töne klingen und spiel dich einfach auf diesen Tönen hoch und runter. Und du wirst sehen, du hast nicht nur neben deinem Einspiel-Warm-Up-Programm, deinen Etüden, deiner Literatur, sondern jetzt kommt noch so ein kleiner Part. Es müssen auch nicht halbe Stunden, Stunden sein, die du täglich damit verbringst, sondern einfach mal 3, 4, 5 Minuten frei spielen. Hinhören. Vielleicht hast du die Möglichkeit, dass du dir zum Beispiel auf YouTube ein Schlagzeug laufen lässt. Na, einfach so einen leichten Swing oder Blues und dann spielst du dazu, improvisierst und schon bist du 1, 2, 3 Schritte auf deinem Trompetespielen nach vorne gegangen. Du öffnest neue Türen, die du
durch welche du eben gehen kannst auf deiner trompeterischen Entwicklung. Denn oft ist es viel zu sehr verkrampft, festhaltend am Notentext und wir vergessen komplett das freie, auswendige Musizieren. Einfach mal die Luft fließen lassen und die Töne klingen lassen. Und wenn es mal nicht so gut klingt, dann klingt es eben nicht so gut. Gar kein Problem. Beim nächsten Mal wird's besser. Also, keine falsche Scheu, trau dich etwas frei zu spielen, nimm dir schöne Töne, nimm dir Skalen und schon kannst du ins freie Spiel starten. Probier's mal aus und halte mich gerne auf den Laufenden, wie du vorwärts kommst, was du spielst, gerne damit ab in die Kommentare. Ansonsten gerne am Ende von diesem Video ein Like und Abo dalassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.